Ein Sonntagabend in Köln, eine Tasse Tee in der Hand. Vor dir liegt die offene Ausgabentabelle, im Kopf nur eine Frage: Warum nicht ich? Warum ist dein Gehalt höher als seins, aber dein Girokonto immer nahe Null, während er ohne Eile in den Urlaub fährt, seinen Autokredit abbezahlt und sich nicht mal von der Nebenkostenerhöhung beeindrucken lässt? Du bist klüger. Du hast studiert, du planst, du meidest Risiken. Aber das Ergebnis? Das Ergebnis ist, dass du jeden Monat in derselben Schleife feststeckst. Genau hier komme ich ins Spiel. Mein Name ist Adam. Ich bin nicht derjenige, der dir sagt, alles wird gut. Ich bin nicht der Mensch, der die Schönheit deiner Excel-Tabelle lobt, um dich zu trösten. Ich bin derjenige, der zu dir kommt und sagt, das Problem liegt nicht an deiner Intelligenz, sondern an deiner Denkweise. Denn in einem systemorientierten Land wie Deutschland reicht es nicht aus, klug zu sein. Das Sicherheitsgefühl, das dir das System beibringt, ist in Wahrheit eine Falle, die dich langsam arm macht. Dein Schufa-Score ist perfekt. Die Haftpflichtversicherung wird regelmäßig bezahlt. Auf deinem Sparkassenkonto liegen ein paar hundert Euro. Großartig. Aber all das macht dich nicht reich. Es macht dich nur zu einem sicheren Armen. Jetzt erzähle ich dir etwas. Menschen in Japan verdienen deutlich weniger als Menschen in Deutschland. Aber sie erreichen finanzielle Freiheit viel schneller als Deutsche. Warum? Weil sie gelernt haben, Geld zu kontrollieren. Du hingegen glaubst, du kontrollierst das Geld, aber in Wirklichkeit kontrolliert das Geld dich. Jeden Samstag an der Kasse bei Rewe denkst du, diesen Monat habe ich etwas zu viel ausgegeben, aber es ist unter Kontrolle. Ist es nicht. Nichts ist unter Kontrolle, denn du dokumentierst deine Ausgaben nicht, du versuchst nur zu fühlen. Und Gefühle, mein Freund, machen dich nicht reich, Mathematik schon. Genau hier gibt es ein System, das die Japaner verwenden, Kakebo. Hast du davon gehört? Wahrscheinlich nicht, denn deutsche Banken bringen dir das nicht bei. Sie bringen dir bei, ein Tagesgeldkonto zu eröffnen und zuzusehen, wie dein Geld bei 0% Zinsen an Wert verliert. Kakebo ist etwas ganz anderes. Es ist ein einfaches Notizbuch, aber es birgt eine große Kraft, Bewusstsein. Wenn du nicht weißt, was du ausgibst, kannst du auch nicht wissen, was du ändern musst. Jetzt wirst du sagen, Adam, ich gebe doch schon vorsichtig aus. Wirklich? Wie oft hast du letzten Monat Lieferando benutzt? Wie oft hast du nur einen Kaffee getrunken und draußen 10 Euro gelassen? Wie oft hast du, ach, diese Kleinigkeit schadet nicht gedacht und bei Amazon bestellt? Das sind alles unsichtbare Ausgaben. Geld, das unbemerkt aus deinem Portemonnaie verschwindet. Und dieses Geld macht den Unterschied zwischen dir und deinem Nachbarn aus. Denn er sieht dieses Geld und lenkt es. Du hingegen ignorierst es. Ich bin hier, um dir das zu sagen. Reichtum bedeutet nicht mehr zu verdienen. Reichtum bedeutet, bewusst auszugeben und bewusst zu lenken. Die Japaner haben das verstanden. Die meisten Menschen in Deutschland jagen jedoch immer noch der Sicherheit hinterher. Ist Sicherheit wichtig? Natürlich. Aber Sicherheit sollte nicht gleichbedeutend mit Armut sein. Hier zeige ich dir genau das. Wie du wie ein Japaner denkst und im deutschen System wohlhabend wirst. Bist du bereit? Denn jetzt beginnt die Realität. Weißt du, was Kakebo ist? Auf Deutsch könnte man es als Haushaltsbuch übersetzen, aber das ist nur die wörtliche Bedeutung. Die wahre Bedeutung ist viel tiefer. Kakebo ist ein Werkzeug, das deine Beziehung zum Geld neu definiert. Eine japanische Journalistin hat dieses System 1904 erfunden, eine Frau namens Motoko. Damals brachten Frauen in Japan kein Geld nach Hause, aber sie führten den Haushalt. Und sie erkannte etwas. Wenn eine Familie wohlhabend werden will, muss das zu Hause beginnen. Denn Geld wird draußen verdient, aber drinnen verloren. Jetzt denk nach. Wie oft kam das Gehalt? Und eine Woche später hast du dich gefragt, wo ist dieses Geld hin? Kakebo verhindert genau das. Wie? Ganz einfach. Am Monatsanfang schreibst du auf, wie viel Geld du hast. Wie viel du sparen möchtest, schreibst du auf. Dann notierst du jede Ausgabe in 4 Kategorien. Erstens notwendige Ausgaben, Miete, Essen, Transport. Das ist die Kategorie Überleben. Zweitens optionale Ausgaben, Unterhaltung, Geschenke, Kleidung. Das ist die Kategorie optional. Drittens Kultur und Bildung. Bücher, Kurse, Weiterentwicklung. Das ist die Kategorie Kultur. Viertens unerwartete Situationen. Reparaturen, Strafen, Notfälle.
Das ist die Kategorie Unvorhergesehenes. Und hier beginnt die Magie. Jeden Sonntagabend stellst du dir Fragen. Warum habe ich diese Ausgabe getätigt? Hat sie mir wirklich einen Mehrwert gebracht? Oder habe ich nur meiner momentanen Stimmung nachgegeben? Diese Fragen programmieren dein Gehirn neu, denn jetzt ist Geld ausgeben keine bloße Handlung mehr, sondern eine Entscheidung. Als ich das zum ersten Mal ausprobiert habe, stellte ich fest, ich kaufte jeden Tag draußen Kaffee. Warum? Weil es praktisch erschien. Weißt du, wie viel das im Monat waren? Genau 80 Euro. 80 Euro, nur weil ich faul war. Dann rechnete ich die Essensbestellungen zusammen. 100 Euro im Monat nur für Lieferando. 100 Euro. Diese unsichtbaren Ausgaben sind die stillen Feinde, die dein Gehalt auffressen. Aber du kannst sie nicht sehen, weil du sie nicht bemerkst. Kakebo lässt dich bemerken. Und in dem Moment, in dem du bemerkst, hast du die Macht zu verändern. Das ist die wahre Schönheit. Kakebo ist nicht nur zum Kürzen da, sondern zum Lenken. Als ich sah, dass diese 100 Euro unnötig waren, was habe ich gemacht? Ich habe sie gestrichen und in Investitionen gelenkt. Nach einem Jahr hatte ich 1200 Euro gespart. Keine Magie, nur Mathematik. Jetzt denk nach. Wie viel gibst du jeden Monat für unsichtbare Ausgaben aus? Vielleicht 50 Euro, vielleicht 100, vielleicht 200. Du siehst dieses Geld nicht, weil es in kleinen Beträgen verschwindet. Aber insgesamt ist es ein großer Verlust. Die Japaner haben das verstanden. Für sie ist Kakebo ein Ritual. Jeden Abend am Ende des Tages nehmen sie sich ein paar Minuten Zeit und öffnen dieses Heft. Was habe ich heute ausgegeben? Warum habe ich es ausgegeben? Was hat es mir gebracht? Dieses Bewusstsein ist es, was sie wohlhabend macht. Denn Reichtum kommt nicht durch große Entscheidungen, sondern durch kleine Gewohnheiten. Du hingegen versuchst, große Entscheidungen zu treffen. Eines Tages werde ich ein großes Unternehmen gründen und reich werden. Schöner Traum. Aber was machst du heute? Was machst du heute, wenn du diesen Kaffee kaufst, dieses Essen bestellst, diesen unnötigen Einkauf tätigst? Nichts. Du gibst nur aus. Japaner denken anders. Sie behandeln jede kleine Ausgabe wie eine Investitionsentscheidung. Wird dieses Geld für mich arbeiten oder für jemand anderen? Du hingegen gibst das Geld aus und vergisst es. Und dann wunderst du dich. Warum kann ich nicht reich werden? Die Kraft von Kakebo liegt hier. Es hält dir einen Spiegel vor. Du hältst dich für vorsichtig, aber das Heft zeigt dir die Wahrheit. Und die Wahrheit kann manchmal schmerzhaft sein, aber dann befreit sie dich. Ich erzähle dir jetzt eine Geschichte. Die Geschichte eines jungen Japaners namens Takumi. Er hatte keine besonderen Talente, kam aus einer gewöhnlichen Familie, aber er nutzte Kakebo. Und mit 31 Jahren hörte er auf zu arbeiten. Wie? Weil Kakebo ihm nicht nur das Geld zeigte, sondern sein Leben. Und du kannst es auch sehen, aber zuerst musst du diesen Mentalitätswandel verstehen. Was die Japaner wirklich anders macht, ist nicht Kakebo. Der wahre Unterschied liegt in ihrer tief verwurzelten Selbstdisziplin. Das kommt aus den Tiefen ihrer Kultur. In Japan gibt es ein Konzept namens Gaman. Ins Deutsche lässt es sich schwer übersetzen, aber grob bedeutet es mit Würde ertragen. Also die Fähigkeit, sofortige Befriedigung hinauszuzögern, Impulse zu kontrollieren, kurzfristige Unannehmlichkeiten für ein größeres Ziel zu akzeptieren. Und glaub mir, wenn es um Geld geht, ist das Gold wert. Denn die meisten Menschen, besonders in der westlichen Kultur, sind auf sofortige Befriedigung programmiert. Jetzt kaufen, später zahlen. Klarna, Ratenzahlung, Kreditkartenschulden, alles dieselbe Falle, dein zukünftiges Ich für dein heutiges Vergnügen opfern. Japaner machen genau das Gegenteil. Sie opfern ihre heutigen Vergnügen für ihre zukünftige Freiheit. Und das Ergebnis? Selbst mit mittlerem Einkommen können sie früh in Rente gehen, die Welt bereisen und finanzielle Freiheit erreichen. Ich habe einmal in einem kleinen Café in Osaka mit einer japanischen Frau gesprochen. Sie war 65, im Ruhestand, aber sie wirkte so friedlich, dass ich fragte, wie haben Sie das geschafft? Sie lächelte und sagte, 40 Jahre lang habe ich 10% von allem gespart, was ich verdient habe. Es war egal, wie viel es war. Es war eine heilige Regel. Wenn ich nicht mit 90% leben konnte, bedeutete das, ich gab falsch aus. 40 Jahre, 10%, ohne jemals abzuweichen. Das ist die Mentalität, die sie wohlhabend macht. Denn sie warten nicht darauf, ihre Denkweise zu ändern, um reich zu werden. Sie werden reich, indem sie ihre Denkweise ändern. Was denkst du jetzt, wenn du das hörst? Adam, ich spare auch. Wirklich?
Wie viel hast du letztes Jahr gespart? Und wo ist das Geld, das du gespart hast? Liegt es auf deinem Sparkassenkonto bei 0% Zinsen als Futter für die Inflation? Oder arbeitet es wirklich für dich? Denn Japaner sparen nicht nur. Sie sparen und lenken es in Investitionen. Sie lassen das Geld arbeiten. Du hingegen hältst das Geld sicher. Und sicher bedeutet eigentlich, ich verliere. Die Inflation liegt jedes Jahr bei 2–3%, manchmal mehr. Du lässt dein Geld aber auf dem Girokonto oder Tagesgeldkonto bei 0% Zinsen liegen. Die Mathematik ist einfach. Jedes Jahr verlierst du 2–3% an Wert. Aber du fühlst dich sicher. Das ist eine Illusion. Japaner hingegen verstehen Risiko und managen es. Sie wissen, dass Aktien, Immobilien oder Fonds langfristig immer Gewinn bringen. Kurzfristig kann es Schwankungen geben, aber über einen Zeitraum von 30 Jahren ist ein Verlust nahezu unmöglich. Du hingegen hast Angst. Was ist, wenn die Börse zusammenbricht? Und diese Angst macht dich arm, denn wer kein Risiko eingeht, sieht auch keinen Gewinn. Japaner gehen eigentlich kein Risiko ein. Sie verstehen nur die Mathematik. Und die Mathematik sagt, langfristig bringt diszipliniertes Investieren immer Gewinn. Du hingegen schaust auf diese Investitionstabellen und glaubst, du seist sicher. Jetzt sage ich dir etwas anderes. Reichtum erfordert keine außergewöhnliche Intelligenz, auch kein hohes Gehalt. Es erfordert nur Disziplin, Bewusstsein und den Willen, einen anderen Lebensstil zu wählen. Japaner haben das bewiesen. Sie wurden nach dem Weltkrieg zu Ruinen. Sie hatten keine natürlichen Ressourcen, aber jetzt sind sie eine der reichsten Volkswirtschaften der Welt. Wie? Durch Mentalität, durch kleine Gewohnheiten, durch Disziplin. Und du kannst das auch. Aber zuerst musst du das verstehen. Reichtum beginnt nicht mit hohem Einkommen, sondern mit niedrigen Ausgaben. Und niedrige Ausgaben bedeuten nicht ein elendes Leben. Niedrige Ausgaben bedeuten bewusstes Leben. Japaner fahren keine Luxusautos, sie tragen keine Markenkleidung, aber sie haben finanzielle Freiheit. Du hingegen gibst aus, um zu beeindrucken. Und am Ende, wenn niemand beeindruckt ist, steckst du in Schulden. Jetzt zeige ich dir ein konkretes Beispiel. Ein junger Mann namens Takumi. Er wurde in Hiroshima geboren, in einer gewöhnlichen Familie. Sein Vater war Busfahrer, seine Mutter Grundschullehrerin. Aber er hörte mit 31 auf zu arbeiten. Wie? Weil er Kakebo nutzte, diszipliniert lebte und die Mathematik verstand. Und jetzt erzähle ich dir seine Geschichte. Denn diese Geschichte könnte auch deine Geschichte sein. Takumi wurde in Hiroshima geboren. Seine Familie war nicht reich, nicht einmal Mittelklasse. Sein Vater fuhr einen Bus, seine Mutter unterrichtete in der Grundschule. Aber Takumis Großvater sagte ihm immer eines: Geld sollte für dich arbeiten, nicht du für das Geld. Dieser Satz brannte sich in Takumis Kopf ein. Mit 16 begann er, Kakebo zu verwenden. Er schrieb jeden Cent seines Taschengeldes auf. Er wusste, wie viel er für Süßigkeiten, für Transport, für Bücher ausgab. Während seine Freunde Markenschuhe kauften, sparte er. Warum? Nicht, weil er geizig war, weil er ein Ziel hatte: Freiheit. Mit 18 begann er Teilzeit in einem Café zu arbeiten. Er verdiente etwa 240 € im Monat, nach deutschen Standards sehr wenig, aber er sparte 40%. 40%. Als er 20 wurde, hatte er über 2.000 € gespart. Und mit diesem Geld eröffnete er einen kleinen Online-Shop. Er verkaufte minimalistisch bedruckte T-Shirts. Das Geschäft wuchs langsam, aber Takumi änderte seinen Lebensstil nie. Er lebte in einer einfachen Wohnung, fuhr mit dem Fahrrad, kochte zu Hause. Jeder zusätzliche Euro ging entweder in die Reinvestition oder ins Sparen. Mit 25 brachte sein Geschäft 3.000 € im Monat ein. Aber er gab nur 600 € aus. Der Rest ging in japanische und internationale Fonds. Zu diesem Zeitpunkt hatte sein Vermögen 60.000 € überschritten. Aber der beeindruckendste Moment kam mit 31. Takumi hörte auf zu arbeiten. War er reich? Nein, nicht superreich. Aber die Erträge aus seinen Investitionen finanzierten seinen einfachen und komfortablen Lebensstil. Er hatte finanzielle Freiheit erreicht. Heute bereist er Asien, führt ein sinnvolles Leben und gibt jungen Menschen Finanzbildungskurse. Seine Formel: Kakebo, Disziplin und langfristige Vision. Takumi hat bewiesen, dass Reichtum nicht bedeutet, viel zu verdienen. Reichtum bedeutet, bewusst auszugeben.
klug zu investieren und mit Sinn zu leben. Schön und gut, aber ich bin in Deutschland. Er war in Japan. Du denkst falsch. Denn nichts, was Takumi getan hat, war Japan-spezifisch. Er lebte nur diszipliniert, du kannst das auch. Aber zuerst musst du dich von dieser Illusion befreien. Ich gebe schon vorsichtig aus. Nein, tust du nicht. Du denkst nur, dass du vorsichtig bist. Aber du kennst die echten Zahlen nicht. Takumi kannte sie. Er schrieb jede Ausgabe auf. Du hingegen schätzt. Und Schätzungen machen dich nicht reich. Mathematik schon. Jetzt zeige ich dir eine konkrete Rechnung. Angenommen, du verdienst in Deutschland 2000 Euro im Monat, etwas unter dem Medianeinkommen. Und angenommen, du sparst nur 200 Euro im Monat, 10%. Du wirst sagen, wenig, aber warte. Erstes Jahr 2400 Euro, fünftes Jahr 12.000 Euro plus Rendite aus Investitionen, zehntes Jahr 24.000 Euro plus Rendite. Aber was passiert, wenn du dieses Geld in einen ETF mit durchschnittlich 7% Rendite investierst? Nach 30 Jahren werden es etwa 250.000 Euro sein. Keine Magie, der Schneeballeffekt. Zinseszins. Aber jetzt sagst du, Adam, ich habe keine 200 Euro übrig. Wirklich? Wie viel geht jeden Monat an Lieferando? Netflix, Spotify, Amazon Prime zusammen. Wie viel ist das? Wie viel kosten die Kaffees, die du jede Woche draußen trinkst? Wie viel kosten die Biere, die du Freitagabend in der Bar trinkst? Wenn du das zusammenzählst, siehst du die 200 Euro. Aber du siehst das als Leben. Japaner hingegen sehen es als Verlust. Denn dieses Geld arbeitet nicht für dich, es arbeitet für die Taschen anderer. Takumi hat das verstanden, mit 16 Jahren. Wie alt bist du? Und hast du es immer noch nicht verstanden? Wenn nicht, kein Problem. Du wirst es jetzt verstehen. Denn jetzt zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du es machst. Wie du Kakebo in Deutschland nutzt, wie du diszipliniert wirst, wie du investierst. Alles sehr einfach. Aber einfach bedeutet nicht leicht. Es erfordert Disziplin und wenn du diszipliniert bist, kannst du mit 31 wie Takumi frei sein. Die meisten Menschen denken so, japanische Methoden funktionieren nur in Japan, in reichen Ländern. Falsch, völlig falsch. Die Methode hängt nicht vom Land ab, sondern von der Mentalität. Du kannst Kakebo auch in Deutschland heute genau jetzt nutzen. Wie? Ganz einfach. Erster Schritt: Erstelle dein eigenes Kakebo. Kauf dir ein Notizbuch oder öffne eine einfache Excel-Tabelle. Ja, dieses Mal wird Excel nützlich sein. Wichtig ist, dass du dich entscheidest, jedes eingehende und jedes ausgehende Geld zu notieren. Schreib oben auf die Seite: Wie viel habe ich diesen Monat verdient? Wie viel möchte ich sparen? Wie viel bleibt mir zum Ausgeben? Dann teile deine Ausgaben in 4 Kategorien ein. Erstens, notwendige Ausgaben: Miete, Essen, Transport. Das ist deine Kategorie Überleben. Zweitens, optionale Ausgaben: Unterhaltung, Lieferdienste, unnötige Einkäufe. Das ist deine Kategorie Optional. Drittens, Kultur und Bildung: Bücher, Kurse, Weiterentwicklung. Das ist deine Kategorie Kultur. Viertens, unerwartete Situationen: Reparaturen, Strafen, Notfälle, Medikamente. Das ist deine Kategorie Unvorhergesehenes. Frage dich jeden Sonntagabend: Wo habe ich impulsiv ausgegeben? Was könnte ich kürzen, ohne meine Lebensqualität zu verlieren? Hat diese Ausgabe mich meinen Zielen näher gebracht? Diese Fragen werden dich verändern. Denn jetzt wird Ausgeben keine Gewohnheit mehr sein, sondern eine Entscheidung. Zweiter Schritt: Lege eine automatische Sparregel fest. Zum Beispiel: Ich lege 20% von jedem Geld, das reinkommt, zur Seite, ohne etwas auszugeben. Fang mit dem an, was am Anfang möglich ist. Selbst wenn es nur 10 Euro im Monat sind, kein Problem. Wichtig ist, die Gewohnheit zu entwickeln. Fang klein an, aber sei regelmäßig. Denn Disziplin kommt nicht durch große Schritte, sondern durch kleine, aber stetige Schritte. Dritter Schritt: Lenke das gesparte Geld in Investitionen. Es hat keinen Sinn, das Geld auf dem Girokonto bei 0% Zinsen liegen zu lassen. Die Inflation ist ein stiller Dieb, der es langsam auffrisst. Investiere stattdessen in ETFs, festverzinsliche Anlagen oder zumindest in ein Tagesgeldkonto mit guter Rendite. Das Geheimnis ist: Lass dein Geld für dich arbeiten. Während du schläfst, im Urlaub bist, Pläne mit Freunden machst, soll dein Geld wachsen. Und der mächtigste Schritt: Lebe mit Sinn. Mach es wie die Japaner.
Gib zielgerichtet aus. Kaufe nicht, um andere zu beeindrucken. Kaufe, um besser zu leben. Gib nicht für Show aus, sondern für Wert. Ich habe mit einer einfachen Excel-Tabelle und 40 € in der Tasche angefangen. 2 Jahre später hatte ich über 2.000 € gespart und investiert. Ich musste nicht mehr verdienen. Ich musste nur meine Denkweise ändern. Wenn du das konsequent anwendest, wirst du sehen, echte finanzielle Freiheit ist kein ferner Traum. Sie ist viel näher, als du denkst. Jetzt fehlt nur noch eines: dein Engagement für dich selbst. Jetzt möchte ich dir eine letzte Botschaft geben. Um finanzielle Freiheit zu erreichen, musst du nicht in Japan geboren sein. Was du brauchst, ist bewusst zu leben, deine Gewohnheiten unter Kontrolle zu bringen und entschlossen für deine Zukunft zu sein. Die japanische Methode ist nicht magisch, sie ist logisch. Und wie du bei Takumi gesehen hast, funktioniert sie. Wenn sie für ihn funktioniert hat, kann sie auch für dich funktionieren. Fang heute an. Kauf dir ein Notizbuch, schreib deine Ausgaben auf, denk darüber nach und verändere deine Beziehung zum Geld. Der erste Schritt ist immer der schwierigste, aber auch der mächtigste. Wenn das für dich Sinn ergibt, dann wisse, die Veränderung liegt in deiner Hand. Das System hält dich nicht arm, du hältst dich selbst arm, weil dir das Bewusstsein fehlt. Aber jetzt hast du es. Jetzt weißt du, es gibt Kakebo, es gibt Disziplin, es gibt Mathematik. Jetzt fehlt nur noch deine Entscheidung. Entweder schließt du Excel und machst jeden Monat in derselben Schleife weiter, oder du öffnest dieses Heft und befreist dich wie Takumi. Es gibt 2 Wege. Einer ist einfach, aber er führt dich nirgendwo hin. Der andere ist schwer, aber er führt dich zur Freiheit. Ich habe dir diesen zweiten Weg gezeigt. Die Wahl liegt bei dir. Ich bin Adam. Wir sehen uns wieder.